Unser Video richtet sich an Projektmanager, die bereits mit Jira vertraut sind und eine unternehmensweite, hybride Kapazitätsplanung anstreben. Denn auch in Zeiten von Scrum und Co. muss die Ressourcenplanung nicht zwangsläufig im Chaos enden. Vielmehr gilt es, die Mehrwerte aus den Welten der agilen Entwicklung und der fristgerechten Planung zu verbinden. Wie das geht, das zeigt Can-Do. Der Spezialist für Projektmanagement-Software hat Jira in seine Lösung für Ressourcenmanagement integriert. Mit dieser Jira-Schnittstelle von Can-Do lassen sich ab sofort Epics und zugeordnete Stories eines terminierten Sprints in Jira mit Can-Do verbinden und als Arbeitspaket in der Projektplanung von Can-Do visualisieren. Dabei wird das SAFe-Modell durchgängig unterstützt. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie die Schnittstelle arbeitet und führen Sie beispielhaft durch die Phasen der Projektplanung mit Jira und Can-Do. Ich habe die erste Version des Jira-Interfaces auf meinem System installiert. Nun werde ich die Version testen, und zwar an einem realen Fall. Ich starte auf der Can-Do-Seite für Projektmanagement und mache von dort aus eine Top-Down-Planung. Denn Projektmanager planen Ressourcen nach wie vor klassisch und müssen Projekte auch in agilen Zeiten weiterhin budget- und terminkonform abwickeln. In unserem Beispiel handelt es sich um ein Kundenprojekt, bei dem wir einige Entwicklungsarbeiten machen. Das Kundenprojekt lautet SAP Interface. Voraussichtlich werden wir hierfür etwa 4 Wochen brauchen. Nun öffne ich das Projekt und lege mir für den ersten Entwicklungsschritt eine Phase in Can-Do an. Ebenfalls führe ich eine rudimentäre Kapazitätsplanung durch, um zu sehen, ob ich eine ausreichende Anzahl an Mitarbeitern habe, die Zeit haben, in diesem Projekt zu arbeiten. Der Auftrag gibt ein Budget von 10 Tagen vor. Nun zeigt mir die Software an, dass die Ressourcen überlastet sind. Damit muss ich zunächst zurechtkommen und ignoriere diese Information vorerst. Später werde ich diese Herausforderung dann lösen. Jetzt setze ich noch den Meilenstein in dem Projekt und lege damit fest, wann das Interface vom Kunden abgenommen werden kann. Diesen Meilenstein hänge ich dann, wie es vertraglich vereinbart ist, in der KW 18 inakkurat ein und wir werden dann sehen, ob wir das Interface bis dahin fertiggestellt haben. Anschließend verkette ich die Phase mit dem Meilenstein. In einem zweiten Schritt, wiederum alles klassisch Can-Do, lege ich ein Projekt an, um einen speziellen Report zu bauen. Dieses ist im Demand Management bereits vorgeplant worden. In diesem Falle brauche ich nicht nur unsere Entwicklung Backend hier in München, sondern auch die Frontend-Leute mit unterschiedlicher Auslastung, um zu schauen, ob wir das Projekt umsetzen können. Nun sehe ich, dass die Frontend-Mitarbeiter Zeit haben und im Backend brauche ich nicht so viele Ressourcen. Da reichen 10%. Sagen wir, 2 bis 3 Tage sind vorgesehen. Nun setze ich wiederum einen Meilenstein, damit ich später, falls auf der Jira-Seite geplant wird, sehe, ob sich Termine verschieben oder Verzögerungen eintreten. Ich bekomme dann entsprechende Warnungen von der Can-Do-Software. Wo setze ich jetzt am besten den Meilenstein? In KW 23, ja, das passt. Anschließend verkette ich die Phasen und Meilensteine so, wie die Standardfunktionalität von Can-Do vorsieht. Soweit, so gut. Der nächste Schritt erfolgt wieder auf der Jira-Seite. Mein neues Projekt ist dort angelegt und das Standardboard, das die Entwicklung verwendet, bezieht sich momentan nur auf ein Projekt. Deshalb erweitere ich diese Ansicht. Vermutlich ließe sich dieser Schritt in Jira sogar noch einfacher vollziehen, aber ich gehe nun folgendermaßen vor. Bei der Abfrage lege ich fest, dass mein neues Projekt mit aufgenommen und angezeigt wird, damit die Entwicklung dieses auch sieht und sich dort Stories ziehen kann. Im nächsten Schritt sieht man, dass es in das Standardboard aufgenommen wurde. Ebenfalls sind die Epics aus meinem anderen Projekt mit aufgenommen worden. Und sofern die Epics aufgenommen wurden, sind auch die Stories ersichtlich. Mit anderen Worten sehen die Kollegen jetzt beides. Also hier sehen Sie auf die Sicht auf mein Projekt und in der anderen Ansicht sehen Sie eben alles. Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Stories in meinem Projekt zu erstellen. Normalerweise würde die Entwicklung das ja selbst machen, aber nun mache ich es, um es hier am Beispiel zu zeigen. Diese Stories will ich ja letztlich in Can-Do auch sehen und weise zunächst diese eine Story meinem Epic zu. Ich habe hier 2 Epics. Einmal für ein SAP Interface und einmal für die Reports und dazu denke ich mir jetzt ein paar Stories aus.
Später wird für mich interessant sein zu wissen, wer diese Stories macht, wie weit die Mitarbeiter die Stories bearbeitet haben, ob es in dem Projekt zu Verzögerungen kommt oder der Projekterfolg möglicherweise sogar gefährdet ist. Zu den Stories können auch Bugs zählen oder andere Jira-Issues. Da wird nicht wirklich unterschieden. Das Interface von Can-Do sieht momentan nicht vor, dass man auf der Can-Do-Seite irgendwelche Stories erstellt. Diese sollen weiterhin in Jira erstellt werden. Interessant ist eben nur im Can-Do die Kapazitäten und den Projektfortschritt zu sehen. Weniger inhaltlich, da die Projektleiter normalerweise gar nicht so detailliert im Thema sind, um Stories zu erstellen. Und nun kommt der Moment der Wahrheit und ich verbinde Jira und Can-Do. Diese Phase wird momentan noch getestet. Im Produktivsystem wird es hierfür eine Kachel geben und eine Funktion in der Gantt-App. Nun bekomme ich hier eine neue App und rufe das Projekt in der Can-Do-Ansicht auf, indem ich mich mit Jira verbinde. Hier ist mein Projekt und ich sehe die SAP-Phase. Über mein Board, ich könnte auch direkt über das Projekt gehen, hole ich mir den entsprechenden Epic. Unten stehend sehe ich jetzt die Stories, die schon existieren. Nun wird die Verbindung hergestellt, Server zu Server. Ebenfalls hole ich mir nun den anderen Epic. Jetzt öffne ich das Projekt und da ich noch keine Termine habe, weil die Stories sich nicht im Sprint befinden, ist sie noch im Projekt Backlog zu finden. Um den Prozess weiter zu veranschaulichen, nehme ich jetzt eine Story, das würde dann natürlich normalerweise der Entwickler machen, und entscheide, dass diese Story in diesem Sprint umgesetzt wird. Auf der Jira-Seite ist alles wie gehabt. Ich ziehe die Story nun in den echten Sprint und wenn ich jetzt ins Can-Do rüberschaue und mir den Plan hochlade, ist die Story dort als Arbeitspaket zu sehen. Und sie befindet sich außerhalb des Sprints bzw. meiner Phase. Mit anderen Worten, sie ist zu spät terminiert und sollte einen Sprint früher umgesetzt werden, damit ich meinen Meilenstein einhalten kann. Der Meilenstein ist leider nicht agil, da er Bestandteil des Vertrages mit dem Kunden ist. Das heißt, der Termin der Story wird nun bestimmt durch die Termine des Sprints. Wunderbar. Ich wähle den Kollegen aus und weise mich in diesem Fall selbst zu. Nun schauen wir mal rüber ins Can-Do, was dort passiert ist. Der Mitarbeiter, der gerade zugewiesen wurde, ist jetzt an seinen Initialen erkennbar. TS, das steht für Thomas Schwerert. Diese Zuweisung dient wiederum nur der Zeiterfassung. Ich plane jetzt nicht den Aufwand auf dem Paket. Nun markiere ich 2 Stories gleichzeitig und verteile auch noch ein paar Stories auf den Epic zu den Reports auf den anderen Sprint. Denn solange sie nicht einem Sprint zugewiesen sind, sind sie in Can-Do nicht sichtbar und stehen, wie bereits vorhin erwähnt, im virtuellen Backlog. Einmal zugewiesen kann ich auf der Can-Do-Seite immer sehen, an welchen Stories die Kollegen in meinem agilen Team arbeiten. Normalerweise ziehen sich die Entwickler die Stories aber selbst und ich nehme das auf meiner Planerseite praktisch nur zur Kenntnis. Die Identifikation läuft über die E-Mail-Adresse. Hier sind die Can-Do-Stammdaten für den Mitarbeiter. Da sollte immer eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein, die für den Bearbeiter auch im Jira steht. So finden wir uns und können eindeutige Zuordnungen vornehmen. Wenn man nun in Can-Do hineinschaut und einen kurzen Reload durchführt, sieht man die hinterlegten Kapazitäten, die wir vorhin schon grob auf der Phase geplant hatten. Mit anderen Worten wird die Auslastung der Jira-Teams in Can-Do nun abgebildet. Nun wenden wir uns wieder der Jira-Seite zu. Dort arbeiten die Kollegen unter anderem an diesen Stories. Zum Beispiel nimmt sich dieser Mitarbeiter die Story und setzt sie im Kanban in Arbeit. Und wenn wir nun in Can-Do schauen, sehen wir, dass jetzt beide Objekte auf in Arbeit gesetzt wurden. So sollte es auch sein. Dementsprechend wird dieser Status nun auch weiter im Jira gepflegt. So. Und wo 2 gehen, da gehen auch 3. Ich setze es wiederum auf in Arbeit. Ja, und so wird es in beiden Systemen angezeigt. Sofern eine ganzheitliche Zeitplanung der Mitarbeiter unter Berücksichtigung von Grundlast, Fehlzeiten durch Schulungen oder Urlaub sowie der Auslastung durch die Stories gewünscht ist, können die Mitarbeiter des Jira-Teams ihre Zeiten über die Mitarbeiter-App von Can-Do zurückmelden. Diese Zeiterfassung in Can-Do ermöglicht die positionsgetreue Weitergabe der Datensätze, beispielsweise zur kaufmännischen Weiterverarbeitung in einem angebundenen externen Drittsystem. Für unser Beispiel bedeutet das,
Ich habe mich vorhin einer Story zugewiesen, die ich jetzt auch automatisch in meiner Mitarbeiterkachel von Can-Do sehe. Dort könnte ich jetzt direkt die Zeiterfassung vornehmen. Ebenfalls kann ich die Zeit in der erweiterten Zeiterfassungs-App registrieren. Das Thema Zeiterfassung spielt in jedem Fall nur auf der Can-Do-Seite eine Rolle und hat keinerlei Auswirkungen auf Jira. Dort kann man zwar auch Zeiten aufzeichnen, aber nicht, wie bei Can-Do, Kapazitäten berechnen. Denn die Ressourcenverwendung wird bei Can-Do per Abziehfeature abgeglichen und zeigt auf, wie viel des kalkulierten Zeitbudgets bereits verbraucht wurde und wie viel Zeit zur Erledigung der Stories anschließend noch zur Verfügung steht, entweder bezogen auf ein Team oder auch bezogen auf eine Person. In der Praxis sieht das dann folgendermaßen aus. Ich öffne mein Projekt in Can-Do, hole mir die Informationen und die Rückmeldung der verwendeten Zeiten ist auf die Story bereits synchronisiert. Diese Zeiterfassung läuft in Can-Do geschlossen ab und berührt Jira, wie bereits erwähnt, nicht. Nehmen wir einmal an, dass ich meine Story sehr schnell erledigt habe und fertig bin. Nun wird diese Information auf der Can-Do-Seite aktualisiert und die Zeiterfassung ist gemacht. Das Paket wird geschlossen und der Projektleiter weiß, dass diese Story bzw. das Arbeitspaket erledigt ist. Gleichzeitig kann er durch das Jira-Interface sehen, wann diese Information aktualisiert wurde. Ebenfalls könnte ich die Story jetzt auch noch einmal einem anderen Sprint zuordnen. Und sofort wird die Story als Arbeitspaket auch in Can-Do verschoben. Sofern es dadurch außerhalb meiner Phase platziert wird, leuchtet eine rote Risikolampe auf. Denn auf Basis der zugrunde liegenden künstlichen Intelligenz warnt die Software und zeigt an, dass die Story bzw. das Arbeitspaket außerhalb der Phase liegen. Auf diese Weise erfahre ich, dass die Kollegen die Story irgendwo hingeschoben haben und ich dadurch mit Verzögerungen im Projekt rechnen muss. So kann ich auch in einem agilen Umfeld sehr gut planen und anhand der Rückmeldungen aus Jira in Can-Do rechtzeitig mit meinen Teams und mit meinen Kunden kommunizieren, sofern sich Verzögerungen im Projektablauf abzeichnen. Fassen wir noch einmal zusammen, worin die Vorteile der Jira-Schnittstelle von Can-Do liegen. Wir haben gesehen, dass auch in Zeiten von Scrum und Co. ein Chaos in der Ressourcenplanung nicht zwangsläufig vorprogrammiert ist. Die Can-Do-Lösung integriert Jira in ihr Ressourcenmanagement und erlaubt Ihnen eine unternehmensweite hybride Kapazitätsplanung unter Wahrung der agilen Arbeitsweise in Ihren Teams. Dennoch behalten Sie Übersicht und Kontrolle in Ihren Projekten, indem Epics in Jira mit Projektphasen in Can-Do verbunden und dort visualisiert werden. Und Sie wissen immer, wer was wann macht, denn Can-Do zeigt, welcher Mitarbeiter aktuell an welcher Story arbeitet. Weiterführende Informationen hält auch unser Produktdatenblatt Agile Methoden erschweren ganzheitliche Planung für Sie bereit. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Can-Do-Team.